let's do a quick translation. Very quick. So, Patrik Nylander hat ganz kurz über die politischen Rahmenbedingungen, die zum jetzigen Interesse der schwedischen Regierung an Nachtzügen geführt haben. Im Zuge von einer sehr schwierigen Regierungsbildung kam es zur sogenannten Januarabmachung. Im Zuge dessen es zur Regierungspolitik wurde, Nachtzüge von Schweden aufs europäische Festland zu fördern, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, diese wieder in Gang zu bringen. Es sind schon mehrere Programme am Laufen, die herausfinden sollen, welche Linien angenommen werden könnten, wie an Rollmaterial heranzukommen ist, wie viel das unter Umständen dem Staat kosten würde und wie man das auch möglichst auch eigenwirtschaftlich betreiben kann. Also es wird nach Möglichkeiten gesucht, etwas zu fördern, das wirtschaftlich auch auf den eigenen Beinen steht und nicht einfach stark subventioniert werden muss. Okay, good. Thanks. So, with that, let's go to the next panelist. And Nick, do you feel ready to go? So 4 minutes is your time. Okay, sorry I'm a bit late. Unfortunately I came from Brussels today on the train, which I think is the right thing to do to an event like this. But regrettably there were storms and things, and then a suicide unfortunately on the route that I took as well. So a bit of a sad reason for being late. But anyhow, let's proceed. My name is Nick Brooks from the Alliance of Passenger Rail New Entrants in Europe. We are an EU rail recognised body. We represent new entrant operators such as RegioJet, Flixtrain, Italo, Westbahn and others. And of course we believe in market opening. That's not going to be a big surprise to you for the following reasons. It brings demand up, prices tend to go down, sorry, the other way around, prices go down, which tends to increase demand and also quality and service. Brings new jobs, reduces burden on the taxpayer, and last but not least, through the modal shift that arises from market opening, it's better for the environment, so it helps the green goals of our continent. And in fact, market opening is supported by a wide variety of different political actors, such as the Green Party itself in this country, at least in Germany, which a few weeks ago said there should be at least 50 non-incumbent trains travelling through this country, intercity long-distance trains, over the course of the next parliament. So clearly we believe, I think it was just talked about a little bit now, we believe that it should be as much open access as possible. We do believe that the government should play a major role in financing rail infrastructure. We need better links, of course, but the government or the taxpayer can't pay for everything. It's questionable whether night trains should be subsidised or not. There will be cases where it will need to be done, but if that's the case, then it should be done through competitive tendering rather than a direct award, so that there's maximal efficiency for the taxpayer. How is this all relevant for night trains? I mean, we are actually big supporters of night trains. We love trains. I mean, we're all rail. We're a rail association, so just like every rail operator and just like everybody in this room, we are big train fans, and we actually do have some members that operate night trains already. I mean, one of our members is Transdev, which has the Snartagge from Sweden to Germany. Another one is RegioJet, which does the open access night trains between Slovakia and the Czech Republic. And Flixtrain, one of our German members, is also planning night trains in France starting next year. So we do believe there's a market, especially with Greta Thunberg and with flight shaming. And in fact, some of our members do see that because they already run buses overnight, such as RegioJet and Flixbus, they see that there is actually quite a demand for low-cost, cross-border, long-distance travel at night. I mean, if you go to Cologne Central Station, Cologne Airport now, you'll see there's a lot of Flixbus departures, or Amsterdam as well, a lot of Flixbus departures overnight. And it's the same with the RegioJet in Eastern Europe. So there is demand there, and what we all don't want in this room is that people just get up early in the morning and get a low-cost flight to make their meetings that start at 9 AM. They should ideally be taking a night train overnight.
which I should have done as well last night, rather than travelling during the day today. So, in my view, in my personal opinion actually, night trains have a lot of potential. I think that the ideal night train, and this isn't agreed with any of our members, in my view the ideal night train should have economy or standard seats, and then couchettes, so lying down seats, and then even private compartments, because just like an airline, you can serve all different types of customer, and probably the business plan will run in a lot of cases, probably it will make money. And that's really what you need. If you want to attract private investment to the railway system, you need to have the potential to turn a profit. That's crucial, okay? And if that's not possible, then competitive tenders, and then the best possible outcome for the taxpayer, which will mean the option that has the least subsidy. Government money is fine for the railway system. Probably government or taxpayer subsidy for the railway system as a whole will never go away. We'd like it to one day, but look at the infrastructure. You need to have good, efficient infrastructure. If there should be funding for night trains, then we believe that it should be done in a manner that is fair to all operators, regardless whether that is SBB or ÖBB or Flixtrain or RegioJet or any other new entrant that wants to enter the night train market. There should be mechanisms that are found that make it fair, make it non-discriminatory, such as reducing track access for overnight night trains. It's just an incremental cost anyway. Might as well give it, ideally as low as possible. So lower nighttime track access for all nighttime operators. Financing and rolling stock, also fair financing. There's a lot of cases, I'm sure we'll talk about it later. And also access to be sold at the same distribution and sales channels as the established incumbent operators. So just one final sentence, if I may. At the moment, in night trains across Europe, there isn't really much competition, and that's a shame. And night trains are competing with other modes of transport, flights, cars, buses. And if night trains hope to become efficient, then you need intramodal competition. You can't do intermodal competition until you've learned how to be innovative through intramodal competition first. I hope that makes sense. Thanks very much. Thank you. Do a quick translation again? Very quick. So that was Nick Brooks, the Secretary General. Verzeihung, das war Nick Brooks, der Generalsekretär der Vereinigung europäischer neuer Eisenbahnbetreiber, insbesondere privater, nur private sogar. Er repräsentiert unter anderem die Westbahn in Österreich, Flixtrain unter anderem in Deutschland, aber auch RegioJet in Tschechien und der Slowakei. Er vertritt also insbesondere in Brüssel die Interessen neuer Anbieter von Eisenbahn in Europa. Die Position von ALLRAIL ist, dass Nachtzüge auf jeden Fall eine wunderbare Sache sind. Die Möglichkeit, diese anzubieten, sollte aber nicht nur einfach auf staatliche Bahnen abgewälzt werden, sondern es soll Wettbewerb geben, auch innerhalb des Moduses Nachtzug, weil nur so kann es zu neuen Ideen, Innovationen kommen, die dann das Gesamtsystem Eisenbahn attraktiver machen und das Gesamtsystem Eisenbahn wettbewerbsfähiger machen gegenüber einem Bus oder einem Flugzeug. Insbesondere hätte er gerne faire Zugangsbedingungen wie möglichst niedrige Trassenkosten, zum Beispiel auch für Nachtzüge, und auch möglichst fairen Zugang zu Rollmaterial. Okay, good, thanks. Then let's give the word to Bernhard. Knierim. So I go in German again, right? That was the agreement, or? Yeah, that's the agreement. Okay. Is that okay? Ja. Es ist nur etwas schwierig, jetzt mit englischen Notizen Deutsch zu reden, aber das wird schon funktionieren. Also der letzte Nachtzug in Deutschland ist ja 2016 abgefahren, trotz aller Proteste, die viele hier im Raum mitgetragen haben. Und seitdem fährt die Deutsche Bahn nachts zwar immer noch Züge, sie sagt immer, ja, wir fahren ja immer noch
Nachtzüge, nennen es nicht ganz so, das sind eben aber eben nur Intercity-Züge und ICE-Züge. Und in denen kann man, wenn man nicht besonders hart gesotten ist und im Sitzen und mit Licht und voller Beschallung schlafen kann, in der Regel nicht schlafen. Wir haben damals mal schon gewitzelt, irgendwann wird wahrscheinlich einer der vielen Consultants, der vielen Berater der Deutschen Bahn, die hat ja viele, wie wir wissen, seit der Affäre, auf die Idee kommen, dass man vielleicht irgendwie da so Betten irgendwo einbauen könnte oder so, da haben wir den Nachtzug irgendwann wieder, aber noch ist es nicht dort. Tatsächlich sind die einzigen wirklichen Nachtzüge, die in Deutschland im Moment fahren, die der ÖBB. Also wenn die ÖBB nicht übernommen hätte, hätten wir tatsächlich in Deutschland so gut wie nichts mehr. Und jetzt gibt es natürlich auch in Deutschland die Klimadiskussion, kennen Sie ja alle. Und leider wird in dem Zuge aber über Nachtzüge bisher sehr wenig geredet. Überhaupt muss man sagen, der Verkehrsbereich ist ja relativ unterrepräsentiert. Jeder weiß, man muss da wahnsinnig viel tun. Und trotzdem sind die Maßnahmen sehr, sehr gering. Immerhin, wenn man jetzt etwas die Flugticketabgabe erhöhen, die Mehrwertsteuer für Tickets, von denen dann auch die ÖBB profitieren dürfte, wird etwas gesenkt, aber das sind eben nur sehr kleine mikroskopische Maßnahmen. Eigentlich müsste man viel, viel größer rangehen, um das Problem wirklich zu lösen. Und wir haben ja eben schon gehört, in anderen Ländern wird tatsächlich über das Comeback der Nachtzüge nachgedacht oder ist schon in die Wege geleitet, in Schweden zum Beispiel und mit der ÖBB zusammen in die Schweiz und die Niederlande. In Deutschland hieß es auch mal, die Deutsche Bahn würde darüber nachdenken, vielleicht gibt es auch Hintergrundgespräche, jedenfalls offiziell weiß die Deutsche Bahn das noch weit von sich. Und ich denke, es wäre für die Deutsche Bahn auch relativ schwer, jetzt zurückzugehen, weil sie über ihren eigenen Schatten springen und einen großen Fehler zugeben müssten. Denn es gab damals die großen Proteste, wir haben ihnen immer wieder gesagt, dass man kann Nachtzüge gut betreiben, man kann sie sogar profitabel betreiben und letztlich hat die ÖBB jetzt auch gezeigt, dass es funktioniert. Also dass offensichtlich unsere Proteste nicht ganz zu Unrecht waren. Und jetzt aber dann wieder hinzugehen und sagen, okay, in Zusammenarbeit mit den kleinen Österreichern, sage ich mal so, machen wir das jetzt zusammen. Das ist für die Deutsche Bahn vielleicht noch etwas schwieriger, als es jetzt zum Beispiel für die schweizerischen Bundesbahnen oder die Niederländer ist. Trotzdem ist die Nachfrage sicherlich da. Das sieht man allein daran, dass die österreichischen Züge gut gebucht sind. Und es gäbe auch sicher noch Nachfrage für weitere Züge. Zum Beispiel die Verbindungen nach Paris von den großen deutschen Städten, die fehlen sehr, sehr schmerzlich. Und in viele andere, speziell nach Westeuropa, gibt es im Moment sehr, sehr schlechte Verbindungen. Und wenn wir wirklich signifikant Flugverkehr auf die Bahn verlagern wollen, dann brauchen wir auch in Deutschland zusätzliche Nachtzugverbindungen. Und das ist natürlich wirklich die Frage, wie kriegen wir das? Im Moment ist es noch nicht zu sehen. Und leider sieht man auch jetzt noch nicht in großem Maßstab Private da reingehen, dass die das jetzt übernehmen würden. Also dass jetzt das Private das alleine macht, so scheint es auch nicht zu sein. Und man könnte sicherlich auch noch mehr Nachfrage in Zukunft generieren, wenn man noch neue Verbindungen und auch weitere Verbindungen schaffen würde. Wir haben ja in Europa inzwischen ein sehr gut ausgebautes Hochgeschwindigkeitsnetz und es gibt tatsächlich schon Menschen, die darüber nachdenken, zum Beispiel einen Nachtzug von Frankfurt nach Barcelona zu machen. Das wären Entfernungen, die mit Hochgeschwindigkeitsstrecken heute möglich wären, wäre aber eine ganz neue Idee von Nachtzug, was aber tatsächlich dann nochmal ein ganz anderes Level von Flugverkehr auf die Bahn verlagern könnte. Also da könnte es durchaus Möglichkeiten geben, aber wie gesagt, im Moment politisch ist in Deutschland noch nicht viel zu sehen. Im November wird sich auch der Verkehrsausschuss des Bundestages nochmal wieder mit dem Thema befassen. Die Oppositionsparteien, also die eher ökologisch orientierten, vor allem Linke und Grüne, die versuchen das immer wieder zu pushen, das Thema, aber im Moment ja, wird es noch weit von sich gewiesen und es wird sicherlich, so wie damals die Proteste sehr aktiv waren, jetzt auch wieder ordentlich Bürgerbewegung brauchen, dass in Deutschland da auch wieder was passiert. Aber ich habe in den nächsten Jahren doch Hoffnung und wenn es innerhalb Deutschlands so nicht passiert, dann macht vielleicht die ÖBB, wenn sie dann Wagen und Züge übrig hat, wenn die neuen da sind, dann vielleicht zumindest neue Züge, wenn wir von der Deutschen Bahn doch nichts erwarten können. Okay, great. Thank you. Right, so Bernhard talked about the discussion about the climate crisis now finally also reaching Germany, just at a time when Germany had gotten rid of its when Deutsche Bahn had gotten rid of its night trains. Now there are movements afoot to try and get them reintroduced. There are also ideas that with the development of high-speed trains, the idea of having high-speed night trains which have a much wider radius than we had so far with night trains. So it is possible to get overnight all the way from Frankfurt to Barcelona, and even this, they see lots of potential to get
people from planes back onto trains. However, he sees a great obstacle that Deutsche Bahn, having just jettisoned its night trains, it's not going to want to admit that it made a grave mistake. So it remains to be seen when they finally come back round to night trains. Thank you. So, with that, we have sort of reached the end of the first part, which was an inventory of the current situation. Unfortunately, Karima Deli is not here yet. But let's continue with the second part. And the second part is going into future developments. That could be problems that need to be solved, but also visions that we see. We have chosen the format that we will have 3 questions, and in principle we will ask 2 of the panelists to answer that question. The other panelists can answer briefly if they want to, so to keep the format a little bit shorter. And the panelists get 2 minutes maximum to answer. So let's go to my first question, and luckily Karima Deli was not supposed to answer this question, so that's fortune. The first question is, are there technical obstacles for a renewal of night trains? How much time does it need to have the rolling stock available? Signaling, safety issues, locomotives, tunnels, use of high-speed lines, infrastructure and stations. How far can night trains go? Is it 1,000 kilometers for sure, 1,500? But what about 2,000? So the technical issues of the night train. Do you want to translate that quickly before we start? Ja, ich übersetze also die Regeln des Spiels. Es soll 3 Fragen geben. Diese werden an 2 bis 3 der Podiumsteilnehmer gehen. Diese haben maximal 2 Minuten zu beantworten. Die erste Frage ist, gibt es technische Hürden für die Renaissance der Nachtzüge? Wie lange braucht es, bis man neues Rollmaterial auf die Schienen bekommt? Was gibt es für Hürden in Sachen Signale, Sicherheit, Lokomotiven, Tunnel, Hochgeschwindigkeitsstrecken, Infrastruktur in Bahnhöfen? Wie weit könnten Nachtzüge überhaupt fahren? 1000 Kilometer definitiv, 1500 auch. Aber wie sieht es mit 2000 Kilometer aus? Right, so I'll give the first word to Sven. 2 minutes. Und ich bleibe im Deutschen. 2 Minuten ist nicht viel, aber ich versuche es auf den Kern zu reduzieren. Es gibt 3 Gründe technisch, beziehungsweise warum es, wie ich vorher gesagt habe, so kompliziert ist, Nachtzüge zu produzieren im Vergleich zu Tageszügen und es deswegen auch nicht wirklich ein Geschäft ist. Das ist das Problem, dass wir keine fairen Rahmenbedingungen haben, vor allem auch mit anderen Modi auf Transport, also vor allem dem Flugzeug. Nur um ein Beispiel zu sagen. Ein Flugzeug verkauft seinen Platz 5-mal am Tag. Im Nachtzug kann ich mein Bett natürlich nur einmal am Tag verkaufen, dann ist es ein Nachtzug. Das Personal ist im Nachtzug teurer, weil sie in der Nacht arbeiten. Und das Kerosin, habe ich vorher schon gesagt, und du hast es auch erwähnt von Fridays for Future, wir haben immer noch keine Kerosinsteuer in Europa, während wir im Zug für jeden Kilometer, den wir fahren, Energieabgabe zahlen. Und wir haben auf der Straße in vielen Ländern Europas keine Maut, wir haben aber für jeden Kilometer Schiene Straßenmaut. Das ist eine große technische Hürde. Und jetzt kommt noch dazu, Nachtzüge sind von Definition her lange Züge, das heißt viele Kilometer, hohe Kosten. Ich kann den Platz aber nur einmal verkaufen. Also das sind diese technischen Schwierigkeiten, die wir haben und wo wir an Rahmenbedingungen, und Nick hat eine erwähnt, wir haben keine eigene Kategorie Nachtzüge im IBE, in der Schienenmaut quasi. Das ist ein Problem. Und ein zweites technisches, ganz kurz, die Baustellen finden immer in der Nacht statt.
und meistens ohne Vorankündigung. Deswegen kommen wir sehr, sehr oft, wie ich heute in der Nacht, auch in 2 Stunden Verspätungen rein und die Nachtzüge werden am schlechtesten priorisiert. Zuerst kommt der Personentageszug, dann der Güterzug, dann der Nachtzug. Wir fahren dann hinter 60 km/h Güterzügen hinterher. Das sind Probleme, die wir angehen müssen auf europäischer Ebene. Okay, great, thanks. So Sven spoke about the hindrances that night trains are dealing with and how difficult it is for the Austrian railways at the moment, because they are running their night trains in most unfavorable conditions. An airline can sell its seat 5 times per day, whereas on a night train you can sell your berth once per night. Night trains traverse go a long way, and as they go at night, you have higher labor costs because night labor is more expensive. You also have the difficulty that airplanes as yet do not have to pay any tax on kerosene, whereas for each kilometer a night train has to pay its track access charges. You also have the problem that engineering is usually done at night and often spontaneously, which means that often it is quite hard to adhere to the timetable that you have planned. Night trains have low priority. They have less. Highest priority is for day trains, then come goods trains, and then finally night trains. These are all technical and administrative hurdles which exist now. Okay, thanks. And with that, I'll give the floor to Nick. Shall I do it in English? Yeah, I think the flag is going down as well. Oh yeah. Not a good sign. Okay, soll ich lieber Deutsch machen? Okay. Sind die meisten Leute hier deutschsprachig, oder? Ja. Ist ja so, okay. Gut. Erst einmal, also im Grunde das, was der Sven gerade gesagt hat, wir können in vielen weiten Teilen da übereinstimmen. Ich glaube, du bist Bernhard, oder? Ja, genau. Du hattest angesprochen, irgendwie neue Bahnen, wir sind noch nicht so weit, natürlich wie die Staatsbahn und ÖBB, um überhaupt Nachtzüge anzubieten, aber die sind dabei, die versuchen zum Beispiel, also einige neue von unseren Mitgliedern haben ehemalige CNL-Wagen gekauft in letzter Zeit, wie Schnelltarget beispielsweise zwischen Schweden und Deutschland. Die wollen unbedingt in Zukunft mehr anbieten, mehr auf die Schiene bringen. Natürlich sind diese Wagen eher älter, also schon ein paar Jahrzehnte alt und deswegen, sie dürfen noch nicht überall. Man hat Glück, wenn man die über eine Grenze hinüberfahren kann. Leider kann man die nicht unbedingt überall einsetzen. Was allerdings bei vielen dieser Wagen ein Vorteil ist, dass man sie eigentlich auch tagsüber nutzen kann, vor allem die Couchettes. Man tut das auch, also Flixtrain beispielsweise flog schon über ziemlich viele theoretische Liegerwagen, aber die werden tagsüber genutzt. Und natürlich würde jedes Unternehmen die auch nachts nutzen wollen, also im Grunde tagsüber fahren, nachtüber ebenfalls. Und es stellt sich nur die Frage, wie macht man denn die Abteile? Das ist natürlich eine andere Sache. Also man versucht, das was verfügbar ist, haben die neuen Bahnen versucht zu kriegen. Natürlich haben alle Bahnen momentan eine Schwierigkeit mit der Verfügbarkeit überhaupt von Wagen. Was neue Züge betreffen, natürlich sind unsere Mitglieder auch daran interessiert. Man will nicht nur Nachtzüge fahren, die 20, 30, 40 Jahre alt sind, das ist klar. Wir haben auch allerdings die Erfahrung, dass wenn neue Züge bestellt werden, dann kann das jahrelang dauern. Also nehmen wir das Beispiel Italo. In Italien ist zwar kein Nachtzug, aber unsere Kollegen in Rom haben 6 bis 7 Jahre auf die neuen Züge gewartet. Und das ist natürlich eine Ewigkeit, vor allem für Unternehmen, die schnell agieren wollen. Das heißt, da brauchen wir natürlich Lösungen. Hochgeschwindigkeitszüge, ja, irgendwie könnte gehen, allerdings innerhalb Europas, im Gegensatz zu China, gibt es leider nicht überall diese Hochgeschwindigkeitstrassen und die müssen leider auf die konventionellen, das macht die ganze Sache viel langsamer. Also irgendwie wäre es schön, wenn Amsterdam oder Hamburg, Barcelona, aber erst einmal, denke ich, wird es Jahrzehnte dauern, bis wir so weit sind, leider. Schön wäre ja, also 1000 bis 2000, wenn es ginge, irgendwie vorausgesetzt, man kann zum richtigen Zeitpunkt abfahren, also noch den ganzen Termin am Tag davor und dann noch von 9 Uhr ankommen. Aber es ist natürlich eine große Herausforderung weiterhin in Europa. Okay. Thanks.
Right, so Nick just talked about the new entrance position. They are also doing their best to go into, to get into night trains. At the moment it's very hard to come by any existent rolling stock. A lot of the Deutsche Bahn ex-City Night Line rolling stock has been bought up by various companies. Flixtrain is using them. Snell Target recently bought some couchettes to use them for their trains to Germany. The interesting thing about couchettes is they can be used in day mode, and in fact they are used in day mode. Flixtrain uses them for sitting down. So what there is already being used. The thing about new material is it takes a very long time to go from the initial order to having it actually on the tracks. It takes a long time to produce, then you have to get it approved by the regulator. Nick named as an example Italo, who had quite some trouble getting their new trains approved. To be able to do this, you need to have a lot of money, and you need to invest a lot of money up front before you have any hope of seeing any returns.